Split Second, das einzige Rennspiel, das nicht nur deine Nerven, sondern auch deine virtuelle Umgebungswahrnehmung zum Glühen bringt. Die Entwickler von BlackRock Studio haben 2010 dieses infrastrukturverachtende Spektakel für PlayStation 3, Xbox 360 und PC veröffentlicht. Und während du es spielst, glaubst du, du sitzt in einem Michael Bay-Film. Denn dort trittst du nicht einfach nur gegen andere Fahrer an, sondern auch gegen explodierende Tankstellen, einstürzende Gebäude und generelle Chaosfreude. Die Verkaufszahlen des Spiels sind zwar nicht so durch die Decke gegangen wie die Autos, aber es hat sich dennoch einen Platz in den Herzen der Spieler verdient. Und es auch zu Recht erobert. Mit einer Mischung aus schnellen Rennen und strategischer Umgebungsmanipulation hat das Spiel seinen Platz in der Welt der Arcade-Rennspiele gefunden. Wenn du je davon geträumt hast, bei einem Rennen die Umgebung als Waffe einzusetzen, dann ist dieses Spiel genau das Richtige für dich, denn dort explodiert einfach alles. Es ist fast vergleichbar mit Need for Speed Most Wanted, wo du auch deine Umgebung nutzen konntest, um die Polizei auszulöschen, aber in Split Second ist das Ganze einfach nochmal eine Nummer heftiger, viel heftiger. In Split Second stehen dir inklusive DLCs über 30 verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung. Jedes dieser Fahrzeuge hat seine eigenen Eigenschaften in Bezug auf Geschwindigkeit, Handling und Gewicht. So kannst du zwischen diesen Fahrzeugen wählen, um deine Rennen zu bestreiten und dich an den unterschiedlichen Streckenbedingungen anzupassen. Das Spiel bietet so einige einzigartige Rennstrecken. Jede Strecke zeichnet sich durch ihre eigenen charakteristischen Merkmale und Gefahren aus. Und die Umgebungen können durch die vom Spieler ausgelösten Powerplays dramatisch verändert werden. Die Vielfalt der Strecken trägt zur Herausforderung und Unterhaltung des Spiels bei. Dass Spieler unterschiedliche Strategien entwickeln müssen, um sich den dynamischen Bedingungen jeder Strecke anzupassen. Und es hatte einige Features, unter anderem zum Beispiel Powerplay und wie gesagt Umgebungszerstörung, weil in Split Second dreht sich halt alles um die Macht der Umgebung. Spieler können Powerplays auslösen, die Explosionen, Einstürze von Gebäuden und andere beeindruckende Zerstörungen auf der Strecke verursachen. Die Umgebung ist nicht nur Kulisse, sondern auch ein aktiver Teil des Rennens. Die Umgebung war dabei ziemlich dynamisch, bei der Zerstörung in verschiedenen Stufen auftreten. Von kleinen Explosionen, die den Weg versperren, bis hin zu epischen Katastrophen, die die gesamte Strecke verändern, hält Split Second die Spannung bis zur letzten Runde aufrecht. Taktische Rennentscheidungen waren genauso wichtig. Spieler müssen nicht nur schnell fahren, sondern auch strategisch denken. Die Wahl des richtigen Zeitpunkts für Powerplays kann den Unterschied zwischen einem Sieg und einem Ausscheiden bedeuten. Das Spiel belohnt taktisches Geschick und schnelle Entscheidungen. Dann haben wir noch spektakuläre Grafik und die Inszenierung. Die Effekte in Split Second sind atemberaubend gewesen. Die Entwickler haben nicht nur ein Rennspiel geschaffen, sondern eine cineastische Erfahrung mit beeindruckenden Kameraeinstellungen und bombastischen Explosionen. Neben den Standardrennen gab es auch noch andere Spielmodi, die für Abwechslung sorgten, zum Beispiel Überlebensrennen, in denen die Zerstörung ständig zunimmt, oder den Eliminator, bei dem der letzte Fahrer in jeder Runde ausscheidet. Insgesamt ist Split Second ein feuriges Vergnügen, das Rennspiel-Enthusiasten und Explosionenliebhaber gleichermaßen begeistern. Entwickelt von BlackRock Studio, veröffentlicht von Disney Interactive Studios und mit Verkaufszahlen, die vielleicht nicht die Dimension einer Explosion im Spiel erreichen, aber definitiv für eine unterhaltsame Zeit auf der Rennstrecke sorgen. Mach dich bereit für den Höhepunkt der Zerstörung und hol dir dein Ticket für die schnellste Feuerwerksshow auf Rädern, denn du kannst Split Second noch spielen, auch auf modernen Konsolen. Wie es jetzt bei PlayStation aussieht, weiß ich nicht genau. Kann gerne mal einer in die Kommentare schreiben. Aber auf der Series X zum Beispiel kann man es noch runterladen und spielen. Es ist eins der wenigen Rennspiele, die abwärtskompatibel wurden, genau wie Burnout Revenge zum Beispiel, da diese Games keine offiziell lizenzierten Fahrzeuge haben. Die Autos sind quasi frei erfunden. Da gibt es halt nicht sowas wie BMW, Audi oder so, also keine Probleme mit Markenlizenzen und deswegen ist dieses Spiel wohl auch noch am Start. Da haben Spiele wie Need for Speed Most Wanted oder Blur zum Beispiel, was zuletzt kam, natürlich ein anderes Problem, denn da sind die Fahrzeugmodelle lizenzgebunden. Und deswegen sieht man diese Games fast nie in diesem abwärtskompatiblen Format, was ich sehr schade finde. Aber naja, die Entwickler sehen da wohl keinen Grund, wieder reinzupayen, denn um Spiele noch verkaufen zu können, müssen sie halt aktuelle Lizenzen haben. Ob sie die umsonst anbieten könnten, quasi in den Game Pass oder so, das weiß ich nicht. Aber naja. Leider gab es auch keinen direkten Nachfolger von Split Second. Das Spiel wurde von BlackRock Studio entwickelt, aber das Studio wurde 2011 von Disney Interactive Studios geschlossen. Die Schließung des Studios machte die Entwicklung eines direkten Nachfolgers unmöglich.
Und obwohl es keinen offiziellen Nachfolger gibt, bleibt Split Second aber bei vielen Spielern in guter Erinnerung. Insbesondere aufgrund seiner innovativen Spielmechaniken und des einzigartigen Konzepts der dynamischen Umgebungszerstörung im Rennspielgenre. Spieler, die nach ähnlichen Erfahrungen suchen, können sich jedoch nach anderen Spielen umsehen. Ich kenne da jetzt zum Beispiel persönlich nichts. Was mir persönlich da in der Richtung einfällt, ist vielleicht Burnout Revenge. Da gibt es auch eine Menge Zerstörung, da kickst du ja quasi den Verkehr quer durch die Gegend und alles. Blur ist halt auch sehr actionreich, aber was diese massive Umgebungszerstörung angeht, da bin ich nicht so fit. Vielleicht kennt ihr da ein oder andere etwas, was mit Split Second ja, mithalten kann in Sachen Umgebungszerstörung. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich mir sehr gerne mal angucken, dieses Spiel. Denn ich habe damals immer mehr so diese Standard-Games gespielt, wie Need for Speed Underground, Gran Turismo oder Forza. Und da geht es ja mehr ums Fahren, als um Chaos, ne? Burnout und Split Second sind also die einzigen und Blur vielleicht, wo ich sage, okay, da herrscht Chaos. Aber ja, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch andere Spiele kennt, die so wild waren. Und ja, wenn ihr Bock habt, gehen wir da mal rein in Split Second. Blur werde ich mir auch noch irgendwie besorgen. Das werden wir auch noch mal anspielen, weil ich es halt nie gespielt habe. Split Second habe ich irgendwann mal angespielt, aber da war ich instant überfordert und bin da ganz schnell wieder rausgegangen. Aber ich werde dem Ganzen noch mal eine Chance geben und versuchen, es zu spielen. Dann war es das schon wieder für dieses Video. Ist wieder ein bisschen kürzer. Aber ja, die Weihnachtszeit und alles kickt rein. Ihr wisst, man ist abends überfressen. Omi ist da und so weiter und so fort. Ich auf jeden Fall bin wieder durch mit Weihnachten für dieses Jahr. Mann. Ich glaube, ich habe wieder 30 Kilo zugenommen. Wenn ich einen Kochtopf nur angucke, werde ich schon wieder dicker. Aber naja, jetzt kommt noch Silvester und dann sind wir schon wieder im neuen Jahr. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den ganzen Support dieses Jahr. Aber ich denke mal, da werde ich vielleicht noch ein extra Video machen. Auf jeden Fall, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr Split Second gespielt? Wie habt ihr es gefühlt? Würdet ihr einen neuen Teil feiern? Ich meine, Blur 2 würden auch viele feiern, aber die Verkaufszahlen waren halt nicht ausreichend und so Läden wie Disney, wissen wir ja, sind eher gewinnorientiert. Aber gut, ich bin dann raus an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da und Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und weitere Spielvorschläge sind auch gerne gesehen. Denn Split Second kam mir auch erst wieder in den Sinn, nachdem ich einige eurer Kommentare zu dem Blur-Video gesehen habe. Also, immer rein damit und auf Wiedersehen.